So, heute möchte ich mal über das Thema reden, welche Hebel denn MicroStrategy hat, diesen, wenn es jetzt schon ein Bärenmarkt ist oder künftige Bärenmärkte durchzuleben, wie MicroStrategy praktisch mit Bitcoin-Dips umgeht in Zukunft und welche Hebel da eben Michael Saylor hat. Weil gestern ist es zum ersten Mal vorgekommen, dass der Bitcoin-Preis unter den durchschnittlichen Einkaufspreis von Michael Saylor gefallen ist. Und es gibt im Netz immer dann sehr viele Leute, die behaupten, oh, jetzt sind sie pleite und jetzt werden sie liquidiert und jetzt muss er verkaufen und jetzt bricht die große Panik aus. Aber da sind wir noch weit davon entfernt, denn so schnell geht es gar nicht, denn Michael Saylor hat ja an wirklich viele Dinge gedacht. Und den möchte ich heute mal kurz grob erklären. Zunächst einmal werden die nächsten Kredite erst in circa 4 Jahren fällig, was dann heißt, dass er jetzt praktisch noch einen Bullmarkt oder einen Wirtschaftszyklus miterlebt, wo wahrscheinlich der Preis wieder steigt und erst dann muss er diese Kredite tilgen. Sonst hat er ja gar keine Ausgaben, also er ist nicht gezwungen, Bitcoin zu verkaufen, außer eben für diese Kredite und für die Dividendenzahlungen. Die Dividendenzahlungen finanziert er aber hauptsächlich oder eigentlich zu 100% nur aus der Ausgabe neuer Aktien von den Tochterunternehmen von MicroStrategy, wie zum Beispiel STRC, STRK, STR, was gibt es noch? B gibt es glaube ich noch, genau. STRA, ja genau, egal. Auf jeden Fall, das ist ja eine ganz andere Sparte. Die Dividendenzahlungen finanziert er daraus und da muss er sowieso keine Bitcoins verkaufen. Und diese Kredite, die für oder auf den Konten oder in der Bilanz von Strategy laufen, von der Hauptfirma, die werden erst später fällig und die kann er auch immer finanzieren durch Aktienverwässerungen zum Beispiel. Wenn er einfach sagt, okay, wir geben jetzt neue Aktien aus, weil dort ist er von keinem Marktteilnehmer abhängig. Er verwässert halt bloß seine eigene Aktie, das ist sein Nachteil und das kann er auch nicht unendlich machen. Aber theoretisch kann er das jederzeit machen, bevor er liquidiert wird. So, jetzt noch ein anderer Punkt zum Bitcoin-Kurs. Michael Saylor kauft ja jede Woche andauernd, egal wie hoch der Preis steht, er macht praktisch DCA and HODL. Und das macht er immer über OTC, ich glaube auf Coinbase, und weil die dort auch verwahrt werden und so. Genau, und hier hat er auch noch einen weiteren Hebel, dass er zum Beispiel diese Bitcoins einfach auf dem ganz normalen, also auf dem Börsenplatz kaufen kann, weil OTC heißt ja Over the Counter, also hinterm Tisch rum auf Deutsch übersetzt. Das heißt, er sichert sich Bitcoins zu einem bestimmten Preis, die gar nicht auf der Börse lagern, sondern die praktisch jemand Privates verkaufen will, zum Beispiel jemand, der schon seit 2010 dabei ist und eben jetzt 10.000 Bitcoins hat und jetzt mal 5.000 davon abstoßt. Und der sagt, okay, wenn ich jetzt die auf die Börse schicke und abstoße, dann fällt der Preis ja, weil 5.000 auf einmal, das ist, so hoch ist die Nachfrage jetzt auch nicht. Und das möchte der nicht. Oder der möchte da einfach möglichst einen reibungslosen Verkauf. Und deswegen schickt er die an Coinbase und sagt, komm, verkauft mir die. Und ich will einfach nur mein entspanntes Geld und damit mir irgendwas Schönes machen. Und Coinbase macht das eben und sagt dann gibt es eben wieder diese Käufer, das ist dann Michael Saylor mit Strategy oder eben vielleicht auch Staatsfonds oder generell auch diese ETFs, die laufen auch so, dass die Over-the-Counter kaufen und dann sagt er, ja, ich kaufe jetzt hier eben Over-the-Counter zu einem bestimmten Preis, die einigen sich dann einfach nur die beiden und kaufen praktisch alle zu einem bestimmten Preis und das ist auch unabhängig vom Preis von der Börse. Er zahlt, glaube ich, einen kleinen Aufschlag immer zum Börsenpreis. Also nicht immer, das ist jetzt nicht fest oder so, aber er zahlt halt meistens etwas mehr. Dafür bekommt er aber auch alle auf einmal und bewegt den Kurs nicht. Aber Michael Saylor hat jetzt auch diese Macht oder Strategy. Er ist ja nicht mehr der CEO, aber er ist immer noch mit involviert. Er könnte seine Bitcoins auch einfach direkt von der Coinbase Börse aufkaufen. Dann hätte er sie auch und das würde den Kurs natürlich extrem nach oben pushen. Ich weiß nicht genau, ob er das mal machen würde, weil er hat natürlich auch nicht
so ein riesiges Interesse, dass jetzt der Kurs plötzlich durch die Decke geht, sondern er möchte möglichst viele Bitcoins noch günstig kaufen. Deswegen muss man dann mal schauen. Aber das ist auf jeden Fall noch, er hat so viele Hebel, was er noch alles anwenden könnte. Genau, das war es auch schon zu Michael Saylor einmal und zu Strategy. Und man darf auch nicht vergessen, eben die Kredite werden erst später fällig. Er schuldet niemandem Geld, und selbst wenn jetzt der Kurs oder der Wert der Bitcoins unter den Börsenkurs fällt, also der Einkaufspreis unter dem Börsenkurs, das ist jetzt nichts Schlimmes und da passiert nichts, und das kommt wahrscheinlich noch öfter vor. Ich denke, es ist eher ein gutes Indiz nachzukaufen, vielleicht auch, wenn man noch Strategy-Aktien kaufen möchte, weil ja dann das MNAV praktisch unter 1 ist, und das heißt ja praktisch, man kauft günstiger oder man steckt 100 Euro in Strategy und bekommt dafür mehr Anteil an Bitcoin, als wenn man jetzt direkt Bitcoin kaufen würde. Das ist praktisch noch ein kleiner Hebel. Und ja, ich denke, das ist auch eher, die großen Marktteilnehmer versuchen immer den Preis so stark zu drücken, dass wirklich alle schwachen Hände rausgeschüttelt werden, und dann kann es nach oben gehen. Deswegen denke ich eher, dass es jetzt ein Turnaround sein wird oder keine lange Phase, die das jetzt andauern wird, und kein großer Bärenmarkt, und dass es bald wieder hochgehen wird. Genau, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da für die nächsten Videos, die nächste Woche kommen. Abonniert gerne den Kanal.